Moin aus Hamburg und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, in dem heutigen Video geht es um die beste Alarmanlage der Welt für euren Campervan. Und das kann ich wohl mit Fug und Recht behaupten, denn die beste Alarmanlage der Welt ist auf jeden Fall die Alarmanlage, die ihr selber einbaut. Und warum das so ist, das erzähle ich euch gleich nach dem Intro. Bevor wir jetzt weiter ins Detail gehen und ich euch die beste Alarmanlage und den besten Einbruchsschutz der Welt für euren Campervan zeige, möchte ich euch noch mal ein paar Worte zum Projekt Richtung Himmelblau sagen. Also, alles fing ungefähr vor 25 Jahren an, denn da habe ich mir meinen ersten Bus gekauft, damals noch einen T3 Westfalia mit Aufstelldach. Ich zeige euch mal kurz ein Foto. Ja, mit dem Bus wollten wir einmal ums Mittelmeer und der Bus wurde auf dieser Tour zweimal aufgebrochen. Einmal klassisch über die Beifahrertür mit einem Schraubendreher unter den Griff und dann aufgehebelt. Entsprechend war das Schloss auf der Seite kaputt. Das Auto wurde einmal durchwühlt und man hat nach Wertsachen gesucht, es wurde aber nichts gefunden. Somit hatten wir auf dieser Tour lediglich eine kaputte Tür. Aber auch das ist schon scheiße, weil man schläft nicht mehr so sicher im Auto, wenn man weiß, dass man die Tür nicht mehr richtig zumachen kann. Ja, das zweite Mal wurde das Auto dann über die Fahrertür aufgebrochen, wo ich mich bis heute frage, warum. Man hätte auch relativ einfach über die Beifahrertür reinkommen können. Nein, es wurde dann halt über die Fahrertür in das Auto eingebrochen und das war für uns natürlich auch dramatisch, denn wir hatten damit zwei defekte Schlösser und beide Türen mit defektem Verriegelungsmechanismus. Ja, ziemlich blöd. Und ehrlich gesagt wurden auch beim zweiten Einbruch alle Wertsachen und alle Klamotten geklaut, die im Auto waren. Ich fasse es nicht, bis heute nicht. Die haben selbst gebrauchte Unterhosen geklaut. Also alles war weg. Fahrzeugpapiere waren weg, Wertsachen waren weg, Kameraequipment waren weg, Schuhe waren weg, gebrauchte Unterwäsche war weg. Es war wirklich alles weg. Ja, und schlussendlich, wenn man das alles nicht mehr hat, Papiere, Ausweise und so weiter, ist so eine Tour erstmal vorbei. Also wir mussten dann wieder nach Hamburg und unsere Tour abbrechen. Das hat mich bis heute geprägt und das Projekt Richtung Himmelblau fing damit an, dass wir ungefähr vor 3 Jahren gesagt haben, wir wollen einmal im Leben gerne die Panamericana fahren. Ja, die meisten von euch wissen das, es kam Corona und so und es kam am Ende alles anders, aber wir haben für die Panamericana-Tour genau dieses Fahrzeug gesucht. Ein Mercedes Sprinter Allrad und ich wollte dieses Auto so sicher wie es nur geht machen, denn auf dieser Tour, und wir wollten diese Tour ja ein Jahr lang machen, hat man natürlich auch alles dabei. Man hat Geld dabei, man hat Fahrzeugpapiere dabei, man hat Kameraequipment dabei, man hat Rechner dabei, also alles, was sehr, sehr wertvoll ist und alles, was dann im Grunde genommen auch dazu führt, dass so eine Tour relativ schnell beendet werden muss, wenn das wegkommt und wenn ins Auto eingebrochen wird. Ja, und jetzt haben wir es wohl und ich zeige euch einmal die beste Alarmanlage und den besten Einbruchsschutz für euren Campervan. Kommt mit! Ihr kennt das bestimmt. Ihr sitzt irgendwo, hört eine Alarmanlage und denkt nur, oh Leute, Alter, kriegt mal eure Alarmanlage in den Griff. Es ist einfach nervig. Und in den meisten Fällen nützt es in der Regel auch relativ wenig. Außer vielleicht den Einbrecher davon abzuhalten, sich längere Zeit im Auto aufzuhalten und Dinge zu suchen. Wobei in den meisten Fällen, je nachdem wo ihr steht, interessiert es auch keinen. Von daher hatten wir uns gesagt, wichtig sind nochmal Zusatzschlösser. Also wir haben hier ringsrum überall am Fahrzeug nochmal zusätzliche Schließzylinder eingebaut und wie die funktionieren, zeige ich euch jetzt. Ja, diese Schlösser haben einen sehr hochwertigen Schließzylinder, hier auch mit so einem Sicherheitsschlüssel. Diese Sicherheitsschlüssel kann man nicht nachmachen, man muss sie online bestellen. Allerdings gab es für diese Schlösser auch nochmal eine Sicherheitskarte, dass man zur Not auch nochmal Schlüssel nachbestellen kann. Und wie funktioniert das ganze Ding? Am besten könnt ihr das, glaube ich, sehen, wenn ich euch nochmal das Schloss von der Innenseite zeige. Hier sitzt genau unser Schloss. Wenn ich jetzt abschließe, kommt hier der Schließriegel raus. Der greift hier nochmal hinter dieses Schließblech und somit kann ich die Tür auch ohne Zentralverriegelung abschließen. Die Tür ist jetzt abgeschlossen. Ich kann die Tür nicht öffnen und habe dadurch nochmal eine zusätzliche Absicherung der Tür. Wir haben natürlich alle Türen abgesichert. Beifahrertür, Fahrertür, Hecktür und Schiebetür. Und warum das bei der Schiebetür so wichtig ist, das erzähle ich euch jetzt. Das Zusatzschloss bei der Schiebetür sitzt hier im hinteren Bereich der Schiebetür. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht sagen, oh, reicht das nicht in der Fahrer- und in der Beifahrertür?
Einige von euch werden jetzt wahrscheinlich sehr sauer auf mich sein. Und dafür möchte ich mich im Vorfeld entschuldigen. Aber solltet ihr mal jemanden mit so einem Winkel hier sehen, ja, dann heißt das nichts Gutes. Wobei, wenn ihr ihn seht, ist es eigentlich noch ganz gut. Wenn ihr ihn nicht seht, dann hat er im Zweifel genauso einen Winkel gehabt. Und ich zeige euch kurz, was man damit machen kann. Das ist jetzt natürlich kein Tutorial-Video, wo ich euch zeigen will, wie einfach man in so einen VW Crafter oder Mercedes Sprinter einbrechen kann, sondern ich möchte euch ein bisschen sensibilisieren, dass es bei so einem Auto doch relativ einfach und schnell ist, ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Deswegen ist es auch vermeintlich wichtig, die Tür nochmal zusätzlich abzusichern oder eine Alarmanlage zu verbauen. Ja, im Zweifel brauche ich eigentlich nämlich nur 2 Werkzeuge, einmal so ein gebogenes Blech und einmal eine kleine Brechstange. Ich mache es jetzt bei diesem Fahrzeug nicht, denn man verkratzt natürlich ein bisschen den Lack. Im Zweifel ist es dem Einbrecher aber auch egal, ob der Lack jetzt ein bisschen verkratzt wird oder nicht, denn die Leute wollen ja nur relativ zügig und schnell ins Fahrzeuginnere. So, wie funktioniert das? Also, ich greife hier mit meinem kleinen Brecheisen hinter, biege die Tür nur einen leichten Spalt auf, sodass ich halt mit meinem Winkel da auch hervorragend hinterkomme. Und dann würde ich hier mit meinem kleinen gebogenen Winkel einfach hintergreifen. Und hier sitzt nämlich genau die Entriegelung der Tür. Ja, also wenn ich dann mit meinem Blech hier drauf drücke, ist die Tür offen. Und das geht ratzfatz. Ich zeige es euch jetzt nochmal an geöffneter Tür. Wer ein etwas höheres Sicherheitsbedürfnis hat, der sollte seine Schiebetür absichern. Wir haben das in dem Fall genauso auch mit einem Schloss gemacht, wie vorne bei der Fahrer- und bei der Beifahrertür. Auch hier ist ein Schließzylinder drin und ein Schließriegel, der ein Eindringen in das Fahrzeug verhindert. Ich habe aber mittlerweile auch schon ganz coole andere Lösungen gesehen. Unter anderem hatte ich gesehen, dass es jetzt auch eine Möglichkeit gibt, ein Vorhängeschloss direkt oben in die Führungsschiene der Schiebetür reinzubauen. Fand ich auch eine ganz coole Lösung. Ich gucke mal, ob ich da ein Bild finde und es euch jetzt zeige. Die Hecktürlösung sieht bei uns ein wenig anders aus, denn wir haben hinten Scheiben. Normalerweise kann man die Schlösser von vorne auch hier hinten verbauen, allerdings nur bei einem Fahrzeug ohne Scheiben. Sobald das Fahrzeug Scheiben hat, brauche ich eine Aufbaulösung. Wir haben hier eine Aufbaulösung mit Schließzylinder, funktioniert aber auch ganz hervorragend. Wenn ich die Tür verriegeln will, drücke ich den Schließzylinder rein, die Tür ist abgesichert, man kommt hinten nicht mehr ins Fahrzeug und wenn ich wieder ran will, dann kann ich hier genauso an der Seite den Schließzylinder wieder aufschließen und die Tür ist wieder offen. Und an der Stelle klärt sich jetzt die Frage, warum genau diese Alarmanlage die beste Alarmanlage der Welt für euren Campervan ist. Die beste Alarmanlage der Welt ist auf jeden Fall die Alarmanlage, die ihr selber verbaut habt. Und warum das so ist, erzähle ich gleich im Laufe des Videos noch. Wir haben hier im Auto eine CAN-Bus-Alarmanlage integriert und man hat da ja unterschiedliche Möglichkeiten. Bei der CAN-Bus-Alarmanlage ist es auf jeden Fall am einfachsten, denn das Auto hat ein eigenes Bussystem. Es spricht quasi mit den Komponenten, die hier im Auto verbaut sind. Also es prüft, ob euer Airbag noch heile ist, es prüft, ob irgendeine Lampe defekt ist. Es sendet halt Strom an unterschiedliche Geräte und guckt, ob die alle noch funktionieren und heile sind. Unter anderem wird auch gemessen, ob sich gerade eine Tür im offenen oder im geschlossenen Zustand befindet. Und genau dieses Signal ist natürlich für die Alarmanlage entscheidend. Denn wenn ich hier eine Tür öffne und die Alarmanlage ist geschärft, bekommt sie ein Signal und löst aus. Warum ist es jetzt also so wichtig, dass ihr eure Alarmanlage selber einbaut oder zumindest den Leuten, die die Alarmanlage einbauen, sagt, bitte bau sie nicht an diese Position? Eine Alarmanlage hat nur sehr, sehr kurze Anschlusskabel. Die wenigsten Alarmanlageneinbauer machen sich den Aufwand und verlängern diese Kabel. Zusätzlich, wenn ich eine CAN-Bus-Alarmanlage habe, brauche ich auch die Schnittstellen zum Fahrzeug, um diese Alarmanlage anzuschließen. Es gibt im Fahrzeug nicht so viele Anschlusspositionen. Eine davon befindet sich genau an dieser Stelle. Und das Charmante an dieser Position ist ebenfalls die Tatsache, dass es hier auch eine Fahrzeugmasse gibt und ein Plus. Also ich kann alles, was ich für das Anschließen der Alarmanlage brauche, genau hinter diesem Punkt finden. Nun wissen das in der Regel ja nicht nur die Alarmanlageneinbauer, sondern es wissen auch die Leute, die in euer Fahrzeug rein wollen. Und im Zweifel ist es so, dass ich, wenn ich hier über die Fahrertür reinkomme,
einen kurzen Alarm auslöse, aber sobald ich hier rumgreife, auch gleich die Steuereinheit eurer Alarmanlage in der Hand habe und wenn ich die rausreiße, ist der Spaß vorbei. Also habe ich im Zweifel dieses nervige Piepen, was wir ja halt von Alarmanlagen kennen, aber nur ungefähr 10 Sekunden und dann habe ich das Ding entschärft. Ja, genau diese Tatsache könnt ihr natürlich umgehen, wenn ihr die Alarmanlage nicht genau an dieser Position verbaut, sondern an irgendeiner anderen Position. Also solltet ihr eine Alarmanlage professionell verbauen lassen, sagt dem Profi, bitte bau sie nicht genau an diese Position, denn dort verbauen sie alle. In der Regel sollt ihr natürlich niemandem sagen, wo ihr eure Kontrolleinheit der Alarmanlage verbaut habt. Ich sage es euch aber trotzdem mal, wir haben unsere Alarmanlage nämlich genau hinter dieser Abdeckung verbaut. Genau hier befindet sich auch eine CAN-Bus-Steckdose und somit ist die Integration der Alarmanlage hier ins CAN-Bus-System sehr, sehr einfach. Was es natürlich den Leuten nicht so einfach macht, hier ins Fahrzeug einzudringen bzw. die Alarmanlage zu entschärfen, ist die Tatsache, dass diese Abdeckung hier mit 4 Schrauben befestigt ist und das kann ich nicht innerhalb von 10 Sekunden lösen und die Alarmanlage entschärfen, sondern ich muss hier erstmal diese Abdeckung abschrauben und erst dann komme ich überhaupt an die Kontrolleinheit der Alarmanlage ran. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich die Positionierung eurer Sirenen oder Sirene. In der Regel wird ja nur eine Sirene verbaut. Wir haben bei diesem Fahrzeug sogar 2 Sirenen verbaut. Zur zweiten komme ich aber gleich noch. Ja, meistens ist die Sirene hier vorne im Motorraum, entweder hier vorne beim Lüftungsgitter oder hier vorne an der Position, einfach aufgrund der Kabellänge. Denn ich muss ja mit dem Kabel von der Sirene noch bis zur Kontrolleinheit der Alarmanlage. Ja, die tollste Alarmanlage, die halt ruhig bleibt, bringt euch gar nichts und das wissen natürlich auch potenzielle Einbrecher. Im Zweifel wird dann hier diese Motorhaube einfach aufgehebelt. Die ist in den meisten Fällen auch nicht mit über das CAN-Bus-System abgesichert, also springt eure Alarmanlage nicht im Vorfeld an. Und dann haben die Einbrecher alle Zeit der Welt, eure Sirene mal schön mit Bauschaum auszuspritzen und eine Sirene mit Bauschaum hörst du gar nicht mehr. Wir haben bei unserer Alarmanlage ja auch nochmal Zusatzsensoren integriert und das macht aus meiner Sicht auch absolut Sinn. Unter anderem haben wir hier nochmal so Bewegungsmelder, die nehmen jegliche Bewegung per Ultraschall im Innenraum wahr. Das macht aus meiner Sicht auch absolut Sinn, denn wir haben ja hinten 2 Campingfenster verbaut, oben haben wir noch eine Dachluke und sollte jemand auf die Idee kommen, nicht über die Türen rein zu wollen, sondern über unser Campingfenster, das ist nicht zusätzlich abgesichert, aber sobald er sich dann hier im Innenraum befindet, löst die Alarmanlage über die Bewegungsmelder aus. Gleiches Problem habe ich natürlich auch vorne bei der Scheibe. Wenn ich mal nicht mit Profis zu tun habe, die wissen, wie man so eine Tür aufbricht, sondern sich einfach einen Stein nehmen und die Scheibe einschlagen, löst in der Regel natürlich auch bei den meisten Alarmanlagen der Alarm nicht aus, denn bei einer CAN-Bus-Alarmanlage ist ja nur die Öffnung der Tür abgesichert. Das Einschlagen der Scheiben in der Regel nicht. In unserem Fall haben wir aber nochmal 2 zusätzliche Schocksensoren verbaut, also die registrieren auch eine Erschütterung, zum Beispiel wenn hier eine Scheibe eingeschlagen wird, oder halt die Ultraschallsensoren, die auslösen, wenn dann durch das Einschlagen der Scheibe die Bewegung im Fahrzeuginneren halt stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt hier aus diesem Blickwinkel auch sehen könnt, aber ich habe ja auch die Bestätigungs-LED hier oben in die Fahrzeugmitte integriert, also entsprechend die Kabel nochmal ein bisschen verlängert. Für mich persönlich war es wichtig, dass ich diese LED, die mir halt einfach anzeigt, ob die Alarmanlage scharf gestellt ist oder nicht, aus einem breiten und großen Blickwinkel sehe. Und das ist ja auch nicht nur für mich wichtig, sondern natürlich auch für den potenziellen Einbrecher, der schon von Weitem sieht, oh oh, guck mal hier, das Auto blinkt, da würde ich vielleicht doch lieber nicht einbrechen, denn höchstwahrscheinlich hat das Ding eine richtig gute Alarmanlage drin. Ja, kommen wir zur zweiten angesprochenen Sirene. Die befindet sich hier im Fahrzeuginneren. Und wir sind da bei der Sirene so ein bisschen an der Gesetzeskante am Rumschrubbern. Die ist nämlich so extrem laut, dass es gerade noch so vom Gesetzesgeber zugelassen ist. Ja, wir haben die Sirene hier unterm Fahrzeughimmel verbaut. Extrem aufwendig, wir haben den Himmel abgebaut, haben die Sirene runtergebaut, haben den Himmel wieder runtergeschraubt. Aber es macht aus meiner Sicht auch absolut Sinn, denn derjenige, der hier ins Auto einbrechen will,
der kriegt so ein Rambazamba um die Ohren, dass er es hier gar nicht lange drin aushalten will. Der will eigentlich so schnell wie möglich wieder aus dem Auto raus. Und das macht in meiner Sicht auch, oder aus meiner Sicht auch am meisten Sinn, denn wer interessiert sich denn da draußen, ob jetzt hier irgendwo eine Alarmanlage läuft oder nicht? Eigentlich ist es doch dafür da, denjenigen, der ins Fahrzeug eindringt, auch es so unbequem und ungemütlich zu machen, wie es nur geht. Und an der Stelle wird der ein oder andere von euch jetzt sagen, oh, jetzt hört er mal auf, irgendwie die ganze Zeit über diese Alarmanlage zu quatschen. Zeig uns doch mal, wie die funktioniert. Ja, ihr habt ja recht. Ich muss es euch natürlich gleich mal zeigen, wie sie funktioniert. Aber im Vorfeld möchte ich nochmal einen schönen Gruß rausschicken an alle, die die ersten beiden Videos zum Thema Alarmanlage gesehen haben. Ein paar Leute haben mich angeschrieben und gesagt, ey, du schuldest uns doch da noch die Infos über die Furie. Du wolltest uns doch noch mehr über die Furie erzählen, wie die Furie funktioniert, wie die aussieht und so. Ja, jetzt wird der ein oder andere von euch wieder sagen, Furie, Alter, habe ich zu Hause, brauchst du mir nicht zeigen. Ja, gut. Wer nicht. Darum geht es jetzt hier aber in diesem Video nicht, sondern die Furie ist in unserem Fall eine Reizgasanlage, denn wir haben uns überlegt, okay, was wäre, wenn wir die Panamericana fahren? Das Fahrzeug steht irgendwo, längere Zeit unbeaufsichtigt und eigentlich ist jedem egal, ob da jetzt ein Alarm ausgelöst wird oder nicht. Ich kann da trotzdem einbrechen und ich räume das Auto mal ordentlich aus. Deswegen haben wir gesagt, nee, pass auf, wenn da jemand echt rein will, wenn da jemand es aushält, dass der Sound so laut in dem Auto ist und wenn er dann nach 15 Sekunden immer noch in dem Auto ist, dann kriegt er ein bisschen Reizgas um die Ohren. Und wie das System jetzt funktioniert, zeige ich euch. Der Vorteil unserer Cambus Alarmanlage ist natürlich, dass wir auch mit dem handelsüblichen Schlüssel die Alarmanlage schärfen und entschärfen können. Ich mache die jetzt einmal scharf. Ich kriege eine Bestätigung über dieses Schirpen, dass die Alarmanlage jetzt geschärft ist. Und ich hatte es ja im Vorfeld schon gesagt, wir haben ja Schocksensoren in diesem Auto verbaut. Und ich zeige euch jetzt mal, was das heißt. Ich kann euch natürlich auch noch mal den Einbruch über die Fahrertür demonstrieren. Und zwar schließe ich ja das Auto normalerweise hier mit meiner Fernbedienung auf. Ich habe hier beim Schlüssel ja nochmal so einen kleinen Notschlüssel. Entsprechend die Alarmanlage bleibt jetzt scharf und ich kann die Tür trotzdem aufschließen. Muss die gleich schon mal ausmachen, weil da drin sitzt die Hardcore-Sirene. Und wenn ich jetzt die Tür aufmachen würde, dann löst das System auf jeden Fall gleich aus. Wir hatten über den Punkt gesprochen, wie sieht es eigentlich aus, wenn die Scheibe eingeschlagen wird. Ihr müsst mich entschuldigen und mir verzeihen, dass ich jetzt hier keinen Stein nehmen möchte, um die Scheibe einzuschlagen. Aber ich habe die Scheibe einfach mal runtergemacht und wie ihr wisst, in dem Auto ist ein Bewegungssensor. Und wenn ich jetzt hier eine Bewegung auslöse in dem Fahrzeug und hier reingreife, dann löst die Alarmanlage auf jeden Fall aus. Vermutlich wird der ein oder andere von euch jetzt sagen, oh, ist das nicht saugefährlich, mit so einer Reizgasanlage rumzufahren? Ja, vermutlich ist es saugefährlich, mit so einer Reizgasanlage rumzufahren. Ich würde mich auch nicht so sicher fühlen, wenn man die nicht noch zusätzlich sichern kann. Also, die Anlage ist jetzt momentan gesichert, es kann nichts passieren. Eigentlich entsichert man die immer nur, wenn man halt wirklich das Fahrzeug irgendwo abstellt, wo es einfach Gefahr läuft, auch dass es einen Einbruch geben kann, wo man sich halt ein bisschen sicherer sein möchte. So viel dazu. In der Anlage ist jetzt momentan eine Probegaspatrone. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich hoffe aber, dass da kein CS-Reizgas rauskommt. Sonst müsste es ja auch nicht Probepatrone heißen. Keine Ahnung, wie es aussehen wird. Ich bin selber gespannt. Also toi toi toi. Schauen wir mal, wie und ob das Ding funktioniert. Ich bin mal gespannt. Ne? Also die Anlage ist für 35 Quadratmeter große Räume. Entsprechend wird hier im Zweifel auch das ganze Fahrzeug mit Reizgas geflutet. Also groß genug ist das Ding. Ja, und wie das jetzt mit der Probepatrone aussieht, da bin ich auch sehr, 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 sehr gespannt. Ich zeige euch jetzt mal nicht, wo die sitzt, ne? Weil das ist natürlich ein Punkt, den sollte man nicht unbedingt verraten. Das ist ja im Zweifel die Hauptsicherung von dem Ding. Aber ich entsichere das Teil jetzt und dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt bin ich aufgeregt. Die Furie ist scharf. Oh Gott, die Furie ist scharf. Klingt wie ein schlechter Pornotitel. Also, die Furie ist scharf.
und ich habe hier mein Seitenfenster runter gemacht. Das heißt, ich kann die Alarmanlage hier über das Seitenfenster auslösen. In der Regel ist da natürlich nochmal so eine kleine Sicherungseinstellung mit drin. Ich habe da ein Schaltrelais zwischengebaut. Entsprechend muss die Alarmanlage erstmal 15 Sekunden laufen, bis die Furie überhaupt auslöst. So hat man, sollte das mal aus Versehen ausgelöst werden, immer noch die Möglichkeit, auch die Reizgasanlage nochmal auszuschalten. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal 15 Sekunden lang diese ultra laute Sirene anhören, bevor wir überhaupt irgendwas sehen. Aber na gut, dann schauen wir mal. Da kommt's geschossen. Ja, Wahnsinn. Und somit endet dieses Video mit einem echten Highlight. Ihr habt die Furie in Action erlebt. Ich bin ganz froh, dass es nur die Placebo-Furie war. Die Probepatrone. Ich will gar nicht wissen, wie das Ding halt dann erst mit einer scharfen Patrone funktioniert. Toi, toi, toi. Ich kann jedem nur wünschen, bitte brecht nicht in dieses Auto ein. Ich glaube, ich habe es den meisten auch sehr, sehr schwer gemacht, überhaupt in dieses Auto reinkommen zu können. Mit den Zusatzschlössern, mit diesem Alarmanlagensystem und am Ende noch mit einer Reizgasanlage. Also ich würde mal fast vermuten, mehr geht nicht. Außer vielleicht ein Rudel Wölfe hier vors Auto binden. Das könnte noch eine ganz gute Alternative sein. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Angucken dieses Videos. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das System gefallen hat, wenn ihr denkt, ey, das wäre auch was für mich, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich helfe euch da gerne bei irgendwelchen Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns, denn auch in Zukunft wird es hier noch ein paar spannende Themen geben. Wir werden weitermachen, wir werden vielleicht dem Vanlife nicht so unbedingt treu bleiben, aber es wird sehr, sehr spannende andere Dinge geben. Ich werde auf jeden Fall noch einmal mein Traumauto bauen. Das ist der hier nicht wirklich. Wer nochmal wissen will, warum dieses Auto nicht ist, der muss auf das nächste Video warten, weil im nächsten Video sage ich nochmal die ganzen Pros und Cons zu dem Auto, was ich anders machen würde, was ich besser machen würde, was man auf jeden Fall anders machen sollte, was man besser machen sollte. Das aber erst im nächsten Video. Aus meiner Sicht eines der wichtigsten Videos. Also seid gespannt, wartet aufs nächste Video. Nächste Woche geht's los mit dem nächsten Video. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Angucken und bleibt sicher.